Hallo zusammen! In meinem heutigen Video berichte ich von meiner Wanderung zum Refugio Lopez und dem Aufstieg zum Gipfel des Cerro Lopez. Es war wieder eine wunderschöne Tour mit einer tollen Aussicht über die einzigartige Landschaft Patagoniens. Die Wanderung zum Refugio Lopez ist ziemlich steil und schweißtreibend, aber es lohnt sich. Der Aufstieg zum Gipfel des Cerro Lopez ist sehr abenteuerlich, da sehr viel geklettert werden muss. Bereits die Wanderung zum Refugio Lopez, das sich auf 1628 Höhenmetern befindet, besticht durch einmalige Aussichten über die Seenlandschaft von Bariloche. Die Aussicht ist wirklich atemberaubend und wird immer besser, je mehr man sich dem Refugio Lopez nähert. Wenn du dich traust, auch den Gipfel des Cerro Lopez zu besteigen, wird diese Aussicht noch eindrucksvoller. Oben auf dem Gipfel des Cerro Lopez angekommen, hast du einen sagenhaften Rundumblick über die beeindruckende Landschaft Patagoniens. Du siehst den Cerro Tronador und hast einen wunderbaren Weitblick über die umliegende Gebirgslandschaft. Die Trekkingtour geht durch den Nationalpark Nahuel Huapi. Der Nationalpark ist ein großes Naturschutzgebiet in Argentinien. Benannt ist der Park nach dem See Nahuel Huapi, dem Quellsee des Rio Limay. Um hier wandern zu dürfen, musst du dich bei dem Nationalpark registrieren. Alle Informationen über die Registrierung findest du in meinem verlinkten Blogbeitrag. Dort findest du ebenfalls ausführliche Informationen, um mit dem Bus zum Startpunkt der Wanderung zu gelangen und die aufgezeichneten Routen auf Wikilog. Für die Wanderung vom Araujo Lopez zum Refugio Lopez habe ich mit vielen Pausen ca. 4 Stunden benötigt. Die Entfernung beträgt fast 5 Kilometer und du hast dabei 775 Höhenmeter zu überwinden. Die Strecke vom Araujo Lopez zum Refugio Lopez ist recht steil und daher ziemlich anstrengend. Der Weg ist nicht selten rutschig und erfordert Trittsicherheit. Ich habe dann im Refugio Lopez übernachtet. Von dort kannst du wunderschöne Sonnenuntergänge und auch Sonnenaufgänge genießen. Des Weiteren hatte ich einen traumhaften Sternenhimmel. Gegessen habe ich übrigens auch im Refugio Lopez und das Essen dort war super lecker. Es gab ein selbstgebackenes Brot, das wohl das beste Brot war, das ich jemals gegessen habe. Eher spontan habe ich mich dafür entschieden, auch noch den Gipfel des Cerro Lopez zu besteigen. Ich habe am Vorabend mit Lukas geschrieben, mit dem ich die 5-tägige Trekkingtour von Colonia Suiza zur Pampa Linda gemacht habe, und er hat mir diese Tour empfohlen. Glücklicherweise wollte noch ein anderes Mädel aus dem Refugio Lopez ebenfalls diese Tour machen, und so sind wir gemeinsam losgezogen, um den Gipfel des Cerro Lopez zu besteigen. Die Entfernung vom Refugio Lopez zum Gipfel des Cerro Lopez beträgt nur ca. 1,5 Kilometer. Hierbei sind allerdings 500 Höhenmeter zu überwinden. Entsprechend steil ist es. Ich habe mein Gepäck im Refugio gelassen und bin nur mit meiner Kamera losgezogen. Für den Aufstieg habe ich ca. 3 Stunden gebraucht. Die Strecke vom Refugio Lopez zum Gipfel des Cerro Lopez würde ich als eher schwierig einstufen. Es ist weniger eine Wanderung und mehr eine Kletterpartie. An vielen Stellen musst du über Felsen klettern, was sehr anstrengend ist. Dadurch, dass mehr geklettert als gelaufen wird, erreichen wir ziemlich schnell an Höhe und das Refugio Lopez wird immer kleiner. Die Kletterei hat mir ehrlich gesagt etwas Angst gemacht, da ich über keine Klettererfahrung verfüge. Das Mädel, mit dem ich unterwegs war, leider habe ich ihren Namen vergessen, hatte jedoch gute Klettererfahrung und hat mir sowohl Tipps gegeben, als auch an manchen Stellen Mut zugesprochen. Denn manche Stellen schienen für mich unüberwindbar zu sein und ich dachte auch, dass ich an diesen Stellen nie mehr heil wieder runterkomme. Es war wirklich ein Erlebnis. Auf dem Gipfel des Cerro Lopez erwartet dich ein toller Rundumblick über die atemberaubende Berglandschaft bei Bariloche. Auf der einen Seite sieht man die tolle Seenlandschaft und auf der anderen Seite hat man bereits einen guten Blick auf den Cerro Tronador. Die Aussicht ist wirklich atemberaubend und den schweren Aufstieg wert. Es lohnt sich, den schweren Weg auf sich zu nehmen. Oben angekommen wehte ein eiskalter Wind und ich habe mit meinem T-Shirt ganz schön gefroren. Selbst bei schönem Wetter sollte man bei dem Aufstieg vielleicht doch einen Pulli mitnehmen. Da ich mein Gepäck im Refugio gelassen habe und nur mit meiner Kamera und einer Flasche Wasser aufgestiegen bin, hatte ich diesen natürlich nicht dabei.
Ich war so stolz, diesen schweren Aufstieg geschafft zu haben. Der Abstieg vom Gipfel des Cerro Lopez war dann leichter als gedacht. Ich hatte beim Aufstieg aufgrund der vielen Kletterei teilweise Bedenken, dass ich dann nie mehr heil runterkommen werde. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Abstieg nur halb so schlimm ist. Ich habe dann noch eine längere Rast beim Refugio Lopez gemacht, bevor ich komplett vom Cerro Lopez abgestiegen bin. Gesamt gesehen war der Abstieg dann doch etwas anstrengend. Immerhin bin ich an dem Tag fast 1300 Höhenmeter abgestiegen und ich habe meine Knie ganz schön gemerkt.